Ja, einen wunderschönen guten Abend. Entschuldigung dafür, dass ich wieder ein bisschen spät bin. Das Problem war einfach, ich bin einfach so rumgedörpt, dass ich gesagt habe, ja, ich muss erstmal den Stream neu starten, beziehungsweise, wie heißt das? Ich musste bei Genshin erst noch den Rest von meinem Tagesding da machen. Oh nein, fuck, ich habe jetzt mir die Belohnung nicht mehr geholt. Ah, okay, ich darf nachher nochmal online gehen in Genshin. Verdammt, jetzt habe ich extra den Stream deswegen später starten lassen. Hab's noch nicht mal richtig gemacht, ich Vollhorst. Ja, muss dafür nachher definitiv nochmal in Genshin online gehen. Ich bin so ein Idiot, verdammte Scheiße. Fängt ja schon mal gut an. Genau so, oh Mann, diese Warnungen. Ich hatte jetzt gedacht, da ist alles schon vorbereitet gewesen. Hm. Dann immer diese Options-Taste. Ja, tatsächlich. Ist es wenigstens noch... Nein, komm. Es hat wenigstens was gefunden. Sehr gut. Genau. Das war letzte Woche. Dann einmal starten. Weit... Oh Gott. Steuerung. Das müsste funktionieren. Sollte funktionieren. Klappen. Was weiß ich. Alles gut. Alles wird gut, solange du wild bist. Was weiß ich. Ladezeiten des Todes. Daran erinnere ich mich noch. Vor allem von Gebietswechsel zu Gebietswechsel. Zum Beginn eines Spiels ist das ja alles völlig in Ordnung. Danach ist es etwas... Ja, keine Ahnung. Bin ich dann nicht immer mehr so gerechtfertigt. Genau. Dann einmal ein wunderschönes Hallo nochmal. Schön hier reinmümmeln. Ja, ich verdecke hier auch wunderschön hier die Schultertasten. Ist mir völlig schnuppe. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie man spielt. Aha. Hm, hm, hm. So, das ist das da. Ah, damit kann ich rennen. Begib dich nach Whitechapel. Wenn die das sagen, dann geht's da weiter. Oh Gott, sieht das gerade hässlich aus. Da ist es halbwegs okay. Aber kaum rennt er, schafft's die Grafik irgendwie nicht mehr. Ich habe ja vorhin nochmal nachgeguckt, das ist ja von 2018. Dafür muss ich sagen, ist es echt schlecht gealtert. Also ich habe es letztes Mal schon ein bisschen bemängelt, wie kritisch ich das bei manchen Stellen finde. Aber gut, ich weiß nicht mehr, welches Studio das gemacht hat. Und wenn es ein kleines ist, ist es sicherlich besser zu verzeihen als ein großes. Es war jetzt auch nicht der mega große Titel. Ja, komm. War das gerade eine Katze? Ausgangssperre zwischen... Hm. Oh, wenn wir das auch bald hätten, irgendwie so ein... Ja, du musst Maske tragen. Ja, okay, das haben wir ja sowieso schon, aber... Ausgangssperre und. 18. Ich habe das Gefühl, als wenn ich im falschen Gebiet bin.
Darf ich nur... Ah, verdammt! Wie greife ich normal nochmal an? Verdammte Scheiße. Gameplay. Controller Steuerung. Oh ja. Nebenwaffe, Hauptwaffe. Okay. Viereck und... Verdammter Crap. Also, ja, meine Ausdauer. Du kleiner, dreckiger Bastard. Wie ich dem Viech halt überhaupt keine Schaden mache. Ja, danke, ich hau hier ab. Was soll ich hier überhaupt? Tss. Erpressung, begib dich nach Whitechapel. Am Arsch. Schickt die Leute auch fast in den sicheren Tod. Ja, du hast jetzt hier die Quest gemacht. Ist alles super hier. Opium für die Massen. Kann man das lesen? Ja. I'm tired of your shit, Clay. What the fuck did you do? All the bloody is gossiping. Ja, ja, okay. Kommunistische Milizionäre. Klingt irgendwie komisch. Blutarmut. Der Verlust der Blutqualität. Hat eine Anämie? Wodurch? Weshalb? Warum? Und gegen Blutarmut habe ich ja nichts. Er hat Kopfschmerzen. Den würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr finden. Hey, Doc. Hey, Doc. Achso, ja, das war so. Am I right to assume your wife's letter pissed you off, Clay? I was so mad I threw away the knife she got me when we got married. Your wife gave you a knife as a wedding present. That knife has always been my lucky charm. If I'd had it in my hand when I got stabbed on that pier, I'd not have been wounded. Interessant, damit ist er eigentlich voll. A lucky charm. I never would have taken you as the superstitious type. We all have our flaws, Doc. Mine's to have my weapon of choice for when the really dirty business comes around. What can you tell me about your marriage, Clay? Marriage is the sweetest cage, they say. Für ihre Ehre. Well, I found Hi. myself locked in one with a wild Nicht mehr am You Streamen. mean your wife keeps you on your toes? Zumindest dachte ich, du würdest jetzt noch Programm haben. Love to buy. Schon wieder? Nee, Moment. Tatsächlich. Ach Gott. Ich hasse es. Da stellt man das um und OBS macht halt immer wieder OBS-Dings. Ja. Danke für den Hinweis. So, jetzt nochmal den Browser aufrufen. Diesmal ist es korrekt dargestellt. Ja, vor allem seit den letzten Updates. Ich bin immer noch zum Beispiel 2 Minuten online. Nachdem ich schon seit mindestens 2 Minuten mit dem Red gefühlt, stimmt das garantiert nicht. Wie war dein Stream? Oder doch, du müsstest noch streamen. Ja, gut. Ist halt immer ein Unterschied. Krieg ich den jetzt eigentlich geheilt?
So, da habe ich jetzt ein Mittel bei ihm. Jetzt würde ich ihn gerne heilen und ich weiß aber nicht wie. Oh Gott, ich hasse es, wenn man wieder Spiele anfängt und man nicht weiß, was man tun soll. Ist er jetzt da? Komm. Hey, Doc. Was hast du denn gespielt, Genshin? Du hast ja vorhin auch, genau. Wie ist es bei dir mit den Tätigkeiten? Weil ich finde jetzt ziemlich schwierig, irgendwas zu machen. Ich werde I'll jetzt die leave Dailies for noch now, machen. Mr. Cox. Aber danach lasse ich das ganze Ding eigentlich erstmal liegen, bis vielleicht das Update 1, 2 Wochen draußen ist. Ich bin es einfach... Ich habe nichts mehr zu tun in dem Spiel. Gut, ich muss noch manche Sachen finden, die nicht wirklich deklariert worden sind. Ich habe 2 von den 3 namenlosen Schätzen, aber ansonsten... Die Hauptquest geht nicht weiter. Sonstige Quests kommen nicht wirklich nach. Ich habe nur noch die 4 Dailies am Tag und ist dann doch ein bisschen arg wenig Content. It's locked, all right. Ja gut, dann machen wir die halt mal. Autsch. Naja, grinden kann ich an sich auch noch, wenn ich zum Beispiel vorgrinden will für die nächsten Stufen. Das ist aber für mich kein Content an sich, das machst du halt nebenbei mal. Boah, komm. So. Ich habe nämlich am Anfang auch alles Mögliche durcheinander gemacht, aber irgendwie hast du viel zu wenig Quests, als dass da lange Bestand ist, irgendwie. Und die Nebenquests hört ja echt schnell... Quatsch, die Hauptquest hört ja sehr schnell auf. Das finde ich eigentlich schade. Ja, diesmal kann ich mich hier allgemein besser wehren. Oh, Schillinge. Wie es halt nie in einem Spiel passt. Ja, natürlich, aber ich finde es jetzt zum Beispiel bei meiner Klee nicht so geil, wenn ich sage, ich musste jetzt noch 80 Philemo-Pilze sammeln. Die haben es halt relativ unfertig rausgebracht. Jeder, der jetzt irgendwie Abenteuerstufe 30 ist, müsste annähernd ins Struggeln kommen von dem Content, der da ist, weil du sonst nur wirklich deine Nebenquest machst. I cannot enter. Und ansonsten, Hauptstory kannst du verschoben haben und der Rest ist halt, ja, schnell weg. So, erstmal Blut. Dann machen wir halt dich zuerst. Ach, der ist nicht tot. Ihr Pfeifen. Ich habe schon wieder die Hälfte der Steuerung vergessen. So, der ist keine Ahnung welches Level. Sollte aber machbarer sein als in Whitechapel. 12, das geht noch. Ja, es ist aber ungeil, wenn du eine Gruppe hast, die alle das Gleiche brauchen. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Gruppe hast, wie du hast, der Dilo. Die brauchen ja alle das Lampenkraut. Das gibt es jetzt in ein paar Plätzen öfters auf der Karte. Aber es kann halt nur einer alle 1 bis 2 Tage sammeln oder sowas. Dann ist halt auch ziemlich schnell zu Ende.
sind 2. Der hat aber eine etwas größere Knifte. Ja, jetzt geht's auf. Ich habe jetzt so unter der Woche auch mal zwischendurch abends mit dem Kollegen dann die Sphären zusammen gemacht. Aber ansonsten, du bist halt wesentlich schneller durch und dann hast du ja auch weniger Zeit, die du wieder aktiv da reinsteckst. Aber hier hinten gibt's nichts mehr, oder? Oh, gleich eine Dreiergruppe. Egal. Ja, genau das hat den hier nimmt, ne? Oh Gott. So, erstmal aussaugen. Also, das war das Heilen. Was hat der denn für einen Flock? Also, falsche Taste. So, dich mache ich jetzt kaputt. Ey. Dankeschön. Moment, die waren zu dritt. Wo liegt der dritte? Ach, da vorne. Hast du keinen Loot? Na dann. Okay. Ist das nicht das Krankenhaus? Ah, ja. Jetzt erschließt sich mir da ein bisschen der Kreis. Ja, die Frage ist, welches Level haben die hier? Und wie weit komme ich? Ja, komm, das ist easy game. Ist es nicht das Startgebiet gewesen irgendwie? Natürlich. Er hat ja zweimal was. Na dann, nehme ich auch gern mit. Lalala. Dass er da zum Teil nicht rüberspringen kann als der mächtige Vampir. Hast du Vampyr auch mal gespielt? Ah, man kann hier doch hin und her springen. Ja gut. Ich finde, es ist ziemlich schlecht gealtert, für das, dass es 2018 erschienen ist. Es war jetzt sehr interessant für mich, weil Halloween war und PS Plus.
Ja, gut, dass ich nicht mehr wegkam. Aber es ist zwischendurch witzig. Also, keine Ahnung, wie weit ich da machen werde. Aber es ist für zwischendurch was ganz anderes. Warum beleuchtet man einen Baum so? Das ist doch total creepy in der Stadt. Vor allem zu dem Jahrzehnt. Strange. Ach, hier kann man reingehen. Ich hätte gern die Kiste. Danke. Ja, ich habe schon wieder geschlossen. Nein! Oh Gott. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich neu gefunden habe. Passiert. It's locked. Warum könnte ich schwören, dass man hier schon mal war? Soundtechnisch finde ich das Spiel richtig nett. Ist ähnlich wie bei Genshin. Genshin kannst du halt frühs aufstehen, ganz gemütlich reinzocken zum Wachwerden. Super Soundkulisse, aber hier ist es halt irgendwie, du spielst und es baut eine richtige Dramatik auf. Darf ich da hoch? Komm, du kannst... Ja, ich muss sofort die Plattform überspringen. Ja, okay. Dann eben so. Knock, knock. It's locked, all right. Diese Münzhaufen sind auch immer wieder lächerlich und zwar in allen Spielen. Das ist genauso wie Munitionsvorräte. Oh, du darfst eine Munitionspackung aufheben. Das sind mindestens 50 Kugeln angezeigt. Du hast nur 3 bekommen. Danke. Nachdem die anderen jetzt tot sind, darf ich in dieses Zwischenversteck da oben rein? Moment. Das ist halt, wäre jetzt der falsche Ort gewesen. Ach, ich komme da hinten auch nochmal vorbei. Schnapp ich mir erstmal die 3 Dudes. Ja, hier ist auch zu. Brauche ich gar nicht versuchen. Okay. Und tot. Wo liegt dein Päckchen? Ja, keine Ahnung. Tada! Ja, okay, der Level 10er Dude, der kann halt auch nicht so viel machen. Der klopft halt da irgendwie an eine Tür. Kann man da oben durch?
Ja, da schafft das halt wieder nicht, da hoch zu springen, ne? Hm. Das ist wieder ein bisschen lächerlich. Schade eigentlich. Oh Gott, Frame Drop. Naja, egal. Passiert. Solange es nur ein kleiner Drop ist, ist es in Ordnung. Mhm. Nur 420 EP, dann brauche ich ja noch ewig bis zum nächsten Level ab. Ja, jetzt bin ich fast wieder an der Stelle, wo ich dieses Ding da ausprobieren könnte. It's locked, all right. Okay, so viel dazu. Der ist halt auch schon etwas länger tot. Darf ich nicht mal lesen? Ja, als wenn die zwei Hansel da jetzt mich aufhalten können. Denke eher nicht. Hm. Um die Kiste darf ich genau. Frage mich, ob es auch irgendwie ein Gewichtslimit gibt. Wenn es das gibt, dann habe ich es vielleicht schon wieder vergessen. Oh ja. Lalala. Immer schön ausrauben. Hier war ich schon mal. Ist das da, wo ich das erste Mal runterkam? Oh Gott, ich habe null Orientierung mehr in dem Spiel. Für den ersten Abend war das an sich ganz in Ordnung. Nee, das steht auch viel zu viel Stuff rum, als wenn ich dahin porten könnte. Doch, ist es sogar. Hm. Ja, hier geht's wieder ringsherum. Bringt das mir was? Das hier ist auf jeden Fall Moneys. Und ich ziehe lieber das Messer als Geld zu sammeln. Ja, danke schön. Hm. Ob ich so nochmal zu dem Anfangsgebiet komme, in diesem Pub. Der muss ja auch nochmal irgendwie betretbar sein. (16) H.G. Griffin. Der andere 14. Es klingt mir in erster Linie sogar ein bisschen hoch für mich. Hinten war nichts mehr, nehme ich an.
gehe ich erstmal fein hier über die Straße, wo die Jäger waren. Ah, wieder was zu lesen. Schön für die Front. Rekrutierung at its finest bests. Moments. Ah, ich krieg die Sprüche nicht hin. Wer hat mir die zugesteckt? Hier kommt man auch nicht rein. Möchte gern Leichenkammer? He's mine! Oh Gott, das tut sogar weh. So, du hast auch noch Loot für mich, genau. Habe ich gehört. Ah, da gibt's nichts. Ganz langsam einfach durch die Stadt schlachten. Irgendjemand hat schon Geschenke für mich. Ja, okay. Wären die echt nur 2-3 Meter weiter neben gegangen. Es hat sogar was von dem Meme von Nicolas Cage. Da wieder Stufe 8 und dazwischen werfen wir mal einen Stufe 18er rein, ne? Hopp. Fucking beast! Lalala. Die, leech! Na dann. Diese zwei, vor allem dieser 16er, der schreit ja dermaßen rum. Au. Der macht viel mehr Stress, als er vielleicht wirklich schwierig ist. Ja, im Moment trägt er ein bisschen zur Atmosphäre bei, auch wenn es durch dieses ganze Zeit wiederholen einiges an Atmosphäre wegnimmt. Ja, Kisten. Aluminium. Wer hätte das nicht gerne? Leichtes Metall. Ja, kann man schon mal mitnehmen. Kohle sieht auch sehr komisch aus. Limhose. Ist es nicht das? In the meantime, the boys are waiting for our... Mhm. well, for your orders. Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Ich Pembroke bin ein Hospital. Arzt und ich habe Fragen. Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, miss. Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? Was hast du denn?
Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Das ist ein komisches Angebot. Aber gut, wir haben ein bisschen Schillinge gesammelt, aber nicht wirklich viele. Dann lernen wir dich erstmal ein bisschen besser kennen. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Wie ich das halt jetzt schon weiß. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. Oh, die hat sogar ein paar Sachen. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. Interessant. Wer ist Digby? Achso, es ist der Gewerkschaftsführer. Genau. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Suffolk. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Tolle Quest. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. You never paid him a visit at the Pembroke Hospital, did you? And I don't intend to. In Clay's case, I'm not against a medical mistake or a little help from the Spanish flu. Auch interessant. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. What happened Tell me exactly? more. I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard. Natürlich sind's Kommunisten. For long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory and this is our law. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor, Naja. just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. Das ist eine Art. Na gut. Dann gibt's hier erstmal nichts mehr. Müssen wir mal gucken, ob wir diesen Gewerkschaftsführer aufspüren können. Wenn die mir jetzt nicht gleich an den Hals geht irgendwie. So. War die Tür schon immer offen? Offensichtlich nicht.
Moment, hier habe ich mich irgendwie mal durchgeschlagen, um überhaupt erst in der Stadt anzukommen. Also, doch, war ich hier schon mal. Auch überall dort. Keine Ahnung mehr. Hm. Ein sehr großes Gebiet gewesen. Einmal durchs Haus und passt schon. Interessantes System. Nur weil es zu diesem Haus gehört, ist es direkt ein anderer Bezirk. Komisch verknüpft. Aber hier ist nichts mehr. Ey, Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. das stimmt. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. Ja, gerne. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Are you thinking about someone in particular? No? Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Sehr Is netter there Mensch. no one who deserves your leniency then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. What's your occupation? I take care of Ich glaube, my ich mum. bekomme That's nichts. what I do. She's the only good thing in my life. Ja, und deswegen trittst du gegen Türen. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Ja, das mag Sometimes vielleicht it's stimmen. hard to be a good son. I just wanted to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. Okay, Goodbye, vielleicht komme ich bei Mr. dem Fishburne. weiter, wenn ich eine Kette finde oder ähnliches. Wenn man hier wenigstens ein bisschen mehr Orientierung hätte zwischen den Quests, oder ich stelle mich einfach noch viel zu dumm dazu an. Gehen wir erstmal in die Kneipe. Moment, dich kenne ich noch nicht. Wer bist du? Hello, boy. Hello. Good evening. Did I scare you? You Ja, have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since es most ist schade, people dass man prefer nicht to einen Teil der avoid me, it's easy. Gespräche überspringen kann. Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. What do you do around here, Rufus? Glück bringen. I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Do you have a job? It's Ja, hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. er ist Informator und hat Probleme, sich Sachen zu merken, oder wie? What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks.
So long. Bringt ja nichts. Be careful. Take care. Ich hätte jetzt gern geguckt, ob er für Münzen irgendwie mehr Infos hat. Ist aber eine sehr starke Person. Ja, ich bin Informant. Ich kann mir aber nichts merken. Ich gehe auch demnächst irgendwo zum Bewerbungsgespräch. Ja, ich würde gern hier zum Beispiel arbeiten als Maschineningenieur. Ich habe nur keinen Schimmer von irgendwelchen technischen Sachen. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. Dyson, wie der Staubsauger, na klar. Kann ich den nicht eigentlich heilen? What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink Muss ein at klasse night, Job sein, and then I drink some more. Why do you drink so um much? zu vergessen. Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am Doc. Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I'll drink at night. Tolle Arbeit. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. Ja. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire. Broken window of the shoe shop. The torn Und wie street komisch light. denn sein Hemd offen You ist. lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it. And now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is. I'm not sure I'd memorize it. Warum haben die alle Probleme mit Is there sich was anything in merken zu können? particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. Schon wieder. Aber damit bin ich ja jetzt schon wieder im Kreis. Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. Vielleicht ein anderen Mal. Another time, perhaps. I'm not sure I want to hear another sad story. Is there anything in particular that you like about this part? Okay. Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. Ich habe nicht die Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Und trotzdem... Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure. I wanted things to change. To really change. And to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. Wow, wir haben das erste Detail bekommen von ihm. Ein überzeugter Radikalist. Was hat der? Erkältung? Blutarmut. Warum kann ich die Leute nicht behandeln? Wie behandle ich Leute?
Ich weiß es nicht. Muss ich die erst irgendwie verzaubern, dass ich denen was Do geben you kann? really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Do you believe in a bloodless Kann man mal auch so machen. I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Sicherlich nicht das Schlechteste, allerdings gucken wir mal, was ich da machen kann. Dun, dun, dun. Komm, wir gehen uns wärmen. Okay. Jetzt darf ich wieder mit ihm sprechen. Good evening, Mr. Delaney. What? Oh, you're that doctor. Ich kann dem nicht das Zeug für den Kater geben. Wie kann ich die heilen? Goodbye, Mr. Delaney. Komm, das muss doch irgendwo hier im Gameplay drin sein. So. Nein, 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 nein. Gegenstand verwenden. Muss ich die Sachen irgendwie aktiv ausrüsten? Damit ich die Leute heilen darf? Ich habe keinen Schimmer mehr. Nö, kann ich nicht ausrüsten. Schade. Ich hätte wirklich gern gewusst, wie ich die heilen kann. Das erschließt sich mir irgendwie noch nicht. Naja, suchen wir uns erstmal hier ein bisschen Ruhe und rauben die Leute aus. Klingt fast wie... Nee, es sieht ein bisschen aus wie das erste Zimmer, wo ich den Doktor getroffen habe. Echt? Oben rechts ist da was? Und vielen Dank für den Tipp, Torok. Ist mir oben rechts zumindest nicht aufgefallen. Dann suche ich ihn direkt nochmal. Ja, schön, dass er wieder in die Kneipe gegangen ist. Warum lädt er jetzt? Was ist jetzt kaputt? Good evening, Mr. Delaney. What? Oh, you're that doctor. Ja, für medizinische Details. Das kann ich jetzt mit X bestätigen, oder... Ich meine, ich habe mir die Mittel ja extra gemacht. Ich weiß nur nicht, wie ich sie ihm geben kann.
Also wenn es das ist, was du meintest. Ich weiß nicht, wie ich ihm die geben kann. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Warum? Dankeschön. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Es steht halt nicht mal da. Das hätten die irgendwie sagen können. Dankeschön, ey. Ah, Gott. Das muss ich letztes Mal total überlesen haben. Ich rätsel hier schon rum. Mensch, wie kann ich denn die Leute heilen? Ich mache mir den Scheiß da fertig. Gott, bin ich dumm. Das ist so schlecht. Warum baut man das nicht in das Interface ein? Ah. Bist du weiter dann als ich? Weil ich bin jetzt, letztes Mal habe ich glaube 3-4 Stunden gemacht. Oder 4, 5. Ich habe total rumgesucht und ich bin ja jetzt auch noch ziemlich stark am Anfang, würde ich behaupten. Ja, ich bin jetzt Stufe 9 und ich war insgesamt 2-mal aufleveln oder sowas. So, hier kann ich nichts mehr machen. Okay. Ich fühle mich so dumm. Ernsthaft. Das muss ich sowas von übersehen und vergessen haben. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Müsst mir das irgendwie fast aufschreiben. Wo ist eigentlich der Barkeeper? Ich führe meine Geschäfte demnächst auch so. Hier, ich sperre euch auf, ihr bedient euch und dann, da. Aha, was habt ihr gemacht? Evening, miss. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? Es war etwas Gespräche. Ja gut, die ist gesund. What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. If you're uncertain about your safety here, the docks might not be the right place for you. I got responsibilities. Hast du dann aber nicht Angst, dich irgendwie zu spoilern, weil ich ja quasi kurz vor dir bin? This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. So this bar is neutral territory then? Yeah. Meistens. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Wie muss dieses Bewerbungsgespräch gelaufen sein? Yeah. Ja, hier gibt's keine Waffen. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Ihre wahren Gefühle. Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Es ist doch fast immer so, immer wenn du anfängst mit und wo kommst du wirklich her, läuft es ja fast in so eine rassistische Richtung. I'm sorry if I worried you. Auch I was just curious to unbeabsichtigt. find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London. And here I am.
Klar, Dankeschön und vielen, vielen Dank. Dein Tipp kam genau zur richtigen Zeit. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, Torx. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? Does Tom love you? Yeah, Don't but he's think always so. reluctant to take it further. It's not because I'm younger or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Macht's nicht unbedingt besser. Goodbye, Miss Cavendish. Nun gut. Was hast du denn im Good Angebot? evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. Wer würde nicht den I'm Gast... Jonathan Reed, by the way. And I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Nee, ernsthaft. Ich gehe auch in den Bar demnächst mit dem blutüberströmten Oberkörper und dann frage ich auch mal 2 Tage später, ob man sich noch an mich erinnert. What can you tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. Ja, klingt an sich sehr vernünftig. I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Ist ja fast wie im echten Leben. Is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps Ja, und ihr dürft ja you being a durch. Doctor, you could go there and come back. Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Und was werde ich in diesem Gebäude finden? Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. Sabrina seems very fond of you, Captain Tom. Obvious. I like her too. I really do. Hey, ich weiß, Sie mögen I sie. know I'm her boss. Sie sind I'm much insgeheim older ein and Pärchen. all, but Wissen I Sie, like gerade her eben... for sure. What is bothering you then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Gut, viel mehr Infos hat er ja nicht. Zumindest noch nicht. Goodbye, Mr. Watts. Times like these, a good drink's just as likely to cause a problem as to solve one. Ja, komm, der ist gesund, das passt schon. Mit wem oder was spricht die? Ja, mit eigentlich niemandem. Perhaps I should shut the turquoise for a time. So, dann guck mal, okay, der erholt sich. Ja, die war ja gesund. Completely amok. Aber mit wem spricht die denn hier? Naja, egal. Ja, dann muss ich mal gucken, ob ich jetzt den Typen da wiederfinde. Den Vergesslichen.
Der hat eine Erkältung. Habe ich dagegen was? Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. Nein, habe ich nicht. Goodbye, Mr. Fishburne. I can feel it coming in my bones. Auf ins Labor. Oh Gott, das sieht so finster aus. Ich sollte vielleicht immer eins auf Vorrat mit dabei haben. Seems under control, more or less. Don't forget to keep an eye out for this garden. Also, da ist jetzt dieser Gewerkschaftsführer. Alter, kannst du mal aufhören, dagegen zu Good evening, treten? Mr. Fishburne. Yeah. Do Ja. you require medical assistance? Der Typ war echt Gold wert von Torx. Der Torx. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah. I could use some help. On several matters, in fact. I don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reed? I would say it's a convenient way for gaining people's trust. Ja, dann Goodbye, gehen wir Mr. erstmal. Fishburne. Da vorne ist wieder einer. Oh Gott. Blutarmut. Anämie. Habe ich da was? Doch, richtiges Menü. Natürlich habe ich nichts dabei, würde ich mal behaupten. Doch, hab ich. Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Do you need help? A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. A real doctor Alter. treats everyone the same, Rufus. Das kann's doch nicht sein. Thank you, sir. Thank you. So long, Rufus. Be careful. Take care. So, dann kann ich mal gucken, ob ich jetzt noch vielleicht diesen Gewerkschaftsmenschen da irgendwie abfangen kann. Pleasure, sir. Been a while since we've seen any new faces. Mr. Gewerkschaftsführer. Good evening, Der sir. Bart ist so Fuck halt. are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Ich glaube, ich habe sicherlich deinen Leuten schon Are you 1, 2 some kind of Knochen gebrochen. vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? So you're a concerned criminal, is that? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The wet boot boys work for me. Ich dachte, die All of arbeiten them. für die Situation Lady. around here is better than other districts because of us. Because of me. What Über can you den Teil tell der me about Stadt. this part of town? Things ain't that bad thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient?
Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. You don't say so, Sherlock. Ey. So, hier habe ich ja den einen und den weiß ich noch nicht. Also, Behandlung gegen Kopfschmerzen. Das kriege ich noch hin. Dorothy Crane, das Gebiet war ich noch nicht. Warum ist der schon da? Naja, egal. Genau, die erholen sich gerade alle. Dann kann ich mal gucken, wen ich denn noch finde. Die haben irgendeinen gemeinsamen Bekannten. Die hängen irgendwie zusammen. Ja. Weil es sind auch so zwei solche Marken. Beide können sich irgendwie schon schwierig an irgendwelche Dinge erinnern. Die Frage ist, ob der hier die Summe aus beiden bildet. Tell me about the man you killed, Booth. What happened? One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really, one of Es us ist immer got mehr. killed, so the killer had to die. That's how things have always been done round here. No one gives a shit. Are you so heartless that you could pull the trigger and kill someone without even blinking? Have you looked around recently? Do you really think one more body will make a difference? Ein kleines bisschen, ja. Goodbye, Mr. Digby. Okay, jetzt ist es interessant. Kriege ich hier sonst noch irgendjemand gefunden? Von den Informationen oder ähnlichem? Knock, knock. Ja gut, wenn hier keiner ist, dann nehmen wir doch erstmal den Scheiß mit. Wer ist Frank? Ja. Jetzt habe ich nochmal Details zu ihm und ihr. Soll ich ihn nochmal darauf ansprechen? Ja, komm, lass machen. Perhaps we should listen to what the idiot had to Was zur Hölle? you one. I know you're looking for an honest job, Booth. You're tired of this criminal life, aren't you? It's just an idea. Edwina loves to run things so much. You can never really leave the gang. Wet boys for life, you know. Goodbye, Mr. Digby. Interessant. You don't say, Sherlock. Einmal das, immer das. Kam ich nicht von hier? Genau, Karte. Doch, von hier kam ich irgendwie. Dachte ich, Docks. Krankenhaus. Ja, komm. Es muss ja von hier irgendwie kommen. Ja, hier kann ich auch was machen. Das ist doch jetzt die Ladetür, oder? Ja, Wurst. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. Behind all your crude words and your attitude, I sense romance
and a soft heart, Miss Cox. Romance? I have no time for such rubbish. I use booth like I use everyone else. Ich hab's mir noch gedacht. Nein. Warum? Was passiert dann, wenn man irgendwas sperrt? Egal. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. Behind all your crude words and your attitude, I sense romance. Okay, das and a bleibt soft auch heart. eindeutig bei der Antwort, die ich gegeben habe. Ja, gut. Dann haben sie da wenigstens eine Schleife eingebaut, warum das dann nicht mehr vorwärts geht. Okay, okay. Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Ja, ja klar. Ist aber verhältnismäßig teuer, ich weiß es nicht. Vielleicht gucke ich auch erstmal, wie das Zeug aufwerten zu können. Komm, ich kann doch hier bestimmt... Natürlich, ich darf vor dem Burger mich so hin und her porten. Das ist völlig in Ordnung. Darf ich das nicht? Oder ist es schon aktiv? Scheint schon aktiv zu sein. Irgendwas hatte ich das letzte Mal, was ich dann verkackt habe. 15. Ja gut, das darf zwar teurer sein, aber wir nehmen es halt. Entschuldigung, oh Gott. Vier Teile eines gewöhnlichen Griffs. Inwiefern nimmt die Waffe Blut auf, wenn man trifft? Schaden an sich ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich nehme jetzt trotzdem erstmal den Schaden. Dann will ich wissen, was ich hier noch machen kann. Erstmal hier zerlegen. Das klingt auch erstmal in Ordnung. Gegner nämlich auch. Und hier kann ich auch gleich mal 2 herstellen. Moment. Das war so fucking teuer. Okay. Vielleicht habe ich mich gerade verskillt. Also, ja, verskillt nicht, aber trotzdem. Ja, hast du 4 Griffe für mich? Hello again, Dr. Reed. What do you want? What Can do I you see what you want? have to sell? As long as you have money. Gafflan will, Gafflan deal. Gafflan wants many souls. Es hat halt nur 2.
Dann brauche ich da erst gar nicht labern mit der. Been a while since we've seen any new. Hm. Faces round here. Ist das das aktuelle Ziel, oder? Ja, 300 Meter in die Richtung. Mal gucken, ob ich dazu was Sinnvollem komme. Jetzt wäre das ein Hindernis. Ich kann hier auch nochmal über die Brücke gehen. Macht ja nicht wirklich viel Unterschied, finde ich. Nur die Frage, ob ich hier auch genügend Schaden mache oder also ein hohes, genuges Level habe, um da entsprechend wieder weiterzukommen. Da komme ich definitiv nicht weiter. Hier ist mir halt im Moment viel zu wenig los. Ich habe Angst, dass ich irgendwie in ein Gebiet reinrenne, wo die alle viel zu hoch sind. I need a heartbeat. No, do it now. Stufe 3. Over there! Bloody leech! He's dead! Ja dann. Lass die Boys snacken. Das ist angenehm, so zurückzukehren. Ja. Ladies and gentlemen, these people are fucked. Die, vermin! Shit, that leech is fast! Sterben würde davon nicht, oder? Doch, er ist schon so schwach. Da hat man aber schon eine kleine Hürde gebraucht, um hier wieder überhaupt zurückkehren zu können. Und hier darf man auch nicht unbedingt immer durch, ne? Total strange. Yes. The place has changed since the explosion, but it was definitely here. I should find some way to pay my respects. Also hier ist, glaube ich, eine der Startdinger gewesen. Tür wurde aufgeschlossen. Natürlich.
It's locked. Locked. Mhm. Kann man hier durch? Okay, ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich gerade bin. Es war irgendwo ziemlich am Anfang. Aber ob ich jetzt akut irgendwas machen kann? Außer hier irgendwelche Shortcuts freischalten, die für mich jetzt nicht viel Sinn ergeben. Ich meine ernsthaft, das hier bringt halt auch nichts. Hopp. Ich glaube, hier war das ja auch irgendwie mit dem, ich bin durch den Schrank. Ach Quatsch, ich habe den Schrank davor geschoben. Nee, hier habe ich mich ja ausgeruht. Genau, da hat er sich geschossen, der Typ. Da habe ich mich hier schlafen gelegt und bin dann die nächsten Nacht wieder aufgewacht als Vampir. Oh, ich habe ein Erinnerungsgedächtnis wie ein Sieb. Oh, vergessen zu looten. Alkohol ist sehr wichtig. Ja, dann gehen wir halt erstmal hier lang. Kann ja nur erstmal von Vorteil sein. Okay, dann bin ich mal hier unten an den Docks. Mit This nicht... place. Rain may have washed away the blood, but not the memory. My poor Mary. Ja, ja, hier hat alles angefangen irgendwie. Wehe, hier gibt es irgendwie einen Bosskampf oder sowas. Es schreit danach. Jetzt wollte ich sagen, die liegt ja hier noch. Ich kann hier nicht mal reingehen. This is my watch. Damn grave rob. Interessant. Also habe ich damals die, doch, ich habe ihre Leute damit ausgerottet. Auch nett zu wissen. Dass sie versucht haben, seine Leiche, während er quasi scheintot war, auszurauben. Macht's halt auch gut. Darf man hier lang gehen? Das ist schon ein kleines bisschen lustig. Das war eins zu weit. Jetzt kann ich da was nehmen? Ja. Perfekt.
Müsste ich ja mit Edwin Cox da auch nochmal alles haben. Nee, Quatsch, das ist ja sie. Ich meine den Typen halt. Hm. Ach, hier darf ich noch nicht mehr porten. Gucken wir mal, was er sagt. You again. What do you want? What you want. I know you believe monsters are real, Booth. Mhm. I know, I saw one, but no one believes me. Mhm. Tell me what you saw. It was a few years ago. Clay Cox was still the boss then. He'd sent me to the shipyard to find out who was stealing tools and ropes at night. Go on. First, I thought it was an old lady with a limp. It looked frail and crooked. Then I saw it grab a bloody beam and lift it like it was a stick. I shouted. It looked straight at me. Do you know what it was? It was all eyes and long teeth, but I couldn't see its face. I shot at it when it moved towards me and I hit it. And then it jumped and vanished in the shadows. You could have imagined all that. These docks can be so gloomy at night. With the fog and the wind and the boats creaking. Alter, No, Doctor. That night I saw klein the fucking ist der. dog for real. It's Da not a passt beast, doch irgendwas that's gerade what we nicht. say. It's the ghost of an old woman. Bullets can't stop it. But no one believes me. Are your friends mocking you? Even Edwina told me once to never speak about it, but I know what I saw. And it wasn't a human. Not human at all. Goodbye, Mr. Digby. Bringt es eigentlich was, wenn ich die Sachen irgendwie ans Tageslicht bringe? Und... Alter, das ist mir gerade eben noch gar nicht so aufgefallen, aber der ist ja echt winzig. Während ich laufe, bin ich ja ungefähr gleich groß. Der Kerl ist ja echt Hello klein. again, Dr. Reed. What do you want? Tell me your feelings about Booth's belief in monsters, Edwina. It makes him look weak in front of the boys. That's my feeling about it. But ghosts don't scare me. You don't believe he really saw something then? I don't care what he saw or not. All I know is that a real man keeps his fears to himself if he wants to be obeyed. Ein echter Mann. Mhm. So, und dann... I managed to reach the mass grave in Southwark. It was not pleasant. Spare me the details, Dr. Reed. All I want to know is what happened to those bastards who owed me money. I'm afraid those bastards, as you call them, are in the mass grave. Dead? Shit. That money would have been useful. Well, I'll tell my boys to avoid the place if it's that dangerous. Yes. Everybody should avoid that place until further notice. Okay then, Doctor. It looks like you deserve your reward after all. The Wet Boot boys thank you for your help. So. Can I see what you have to sell? As long Hat die as you jetzt have dann mehr in money, dem Stock? I'll show you all I have. Nee, die verkauft halt echt nur den Scheiß, den man ihr gibt. Also... Nee, komm, vergiss es. Falsch. Auch falsch. Dann bin ich schlecht in dem Ding. So. Wie weit ist das Ding weg? Ah, perfekt. Aus Tom Watts Vorrat. Ja, das klingt ja erstmal gut machbar. Ich glaube, hier konnte ich rüber. Jo. Und die haben sie ja dann entsprechend herumgezickt.
Das heißt, es muss ja irgendwie in diesem Gebäude sein. Easy does it. Lalala. Tja, wer sich mit mir anlegen will, muss die Ginflasche ja irgendwo da oben sein. Ah, Tom has so much alcohol, he Ja. could keep this district afloat for quite some time. der Mann ist halt vorbereitet. Aber es ist gut, dass hier diese Nebenquests verhältnismäßig kurz und schnell zu erledigen sind. Jugendlicher wegen versuchten Mordes verhaftet. Letzte Nacht nahm die Polizei einen jungen Mann namens Tom Watts wegen. Aha. So. Mann, du bist im Arsch. Du hast mal versucht, jemanden zu töten oder so. Ey, komm. Er kriegt seine Flasche, aber er wird auch mit der Vergangenheit konfrontiert. Lalala. Naja, hier muss ich wieder ganz normal rennen. Let's go outside. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Erstmal. You lied to me, Tom. Your warehouse wasn't empty. It was inhabited with armed vigilantes. I'm sorry, Dr. Reed, but I thought those Prewen guards would be willing to let someone like you pass without trouble. That was devious of you, Tom. Next time you can bloody well go yourself. I apologize, Doctor, but it's just that I prefer to avoid the law, its enforcers, and all manner of thugs in uniform. Ich habe keinerlei Verständnis, warum er das macht. Vielleicht, weil er wegen versuchtes Mordes im Gefängnis war? Hier ist der Schnaps. Here is your booze. I hope it will appease your customers. Just try not to kill anyone with this poison of yours. Believe me, Doctor, most of my customers are less agreeable when sober. Tell me about your arrest for attempted murder, Tom. I tried to kill someone. I got arrested. I paid my debt and I have nothing to hide. So you mean your customers know about your sordid past? Yeah, why do you think this is the last pub open? I have nothing to hide and I don't judge. That's a relief for many round here. Ja, kann ich Do mir you think vorstellen. prison changed you? Made you a better man? Oh, I don't know about that. All I brought back is bad memories, scars, and an ugly tattoo of a blue turtle. But do you feel cleansed of your sins? All I know is that I'm at peace. I did what I did, but I wouldn't do it again. Does that make me a better man? I don't know. Oh, ein bisschen. Manche lernen da draußen nicht. Why not leave town and start a new life after you got out of jail? I grew up in the East End. This is where my roots are. This is where I want to help others and die eventually. Do you think the docks will always be a hive of scum and villainy? As long as poverty Ja, and fear run the das show, ist I ähnlich wie don't mit see how it would Bahnhöfen. change. Misery loves company, as they say. Don't you feel threatened, staying in such a violent and criminal neighborhood? I've made peace with my violent past, Dr. Reed. I may not be a pacifist, but I'm not angry anymore. Ja, noch ein Ding. Sehr gut. You attempted murder. Give me some details. I was given an order to kill.
I was an obedient gang member at the time. A proud, wet boot boy. Why did you join the gang? Because I finally felt useful. Do you have any idea what it means to feel respected when the rest of the world shits on you? Ein So you were bisschen. ordered to kill someone. What happened then? I don't know if you can possibly understand, but I couldn't kill him. I just stood there pointing my gun. Someone saw me. I gave up. Why couldn't you shoot? My target was eating in that fancy restaurant with mirrors and music. He was eating, drinking, laughing. He was having such a good time. I hated him for his bottomless appetite and easy life of easy pickings. And then something happened. You've had a sad, violent, and lonely life, with no joy to speak of. You realized that you were living with nothing but sadness. No, not really. I had friends and happiness in my life. It was more about just being pleased for the guy. Goodbye, Mr. Watts. Times like these are good things just as likely to cause a problem. Dann müsste ich jetzt sie darauf ansprechen können, oder? You still working at this hour? That's what I call dedication. Das frage ich danach. Were you aware of Tom's past incarceration? That's the first thing he told me when he offered me the job. He didn't want me hearing about his past from anyone else. Did it surprise you to find out about it? Not really. I was already aware of his reputation before I met him. That's why I came to the Turtle in the first place. Most people would have run away because of that. Not me. I thought a man like him could give me stability, you know? At least to some degree. And I wasn't mistaken. Tell me, Sabrina, do you really believe Tom has renounced his life of crime? He proves it to me every day he tells the truth. Tom Watts is a good man. One of the best. And you don't think he might fall back into his sordid ways? We can all do terrible things, Dr. Reed. And we never know what we're really capable of until it's too late. Goodbye, Miss Cavendish. He's just another lost orphan. Falsche Taste. Ich kann... Oh Gott. Im Quest. 200 Meter. Gucken wir mal, dass ich da hinkomme. Und ist auch wieder da drüben. Na dann. Dann einmal hier hoch. Oh ja, das funktioniert jetzt wieder. Am Ende darf ich noch tatsächlich gegen irgendeinen Boss kämpfen oder ähnliches. Den habe ich verpasst zu looten. Warum sammelt er jetzt erst die ganzen Bullets? Ich bin da jetzt schon zweimal lang. Oder dreimal. Der. Ja, was halt aus diesem Gebäude noch so rauskommt. Ja, der arme Kerl. Naja. Teil eines gewöhnlichen Griffs. Wenn ich jetzt noch einen finde...
Dann kann ich mir entsprechend den Rest kaufen und hab dann wieder was zum Upgrade. Hier oben links konnte ich ja auch... vergiss es. Geh mal. Oh Gott, Tür. Hier raus. Warum ist die zu? Die habe ich doch aufgemacht. Ist da etwa noch jemand? Ja, nicht, als es wirklich noch Belang hätte. Ah, tatsächlich. Irgendjemand schließt hier die Shortcuts, die ich gemacht habe. Ja, und jetzt darf ich hier was wie machen. Finde einige Blumen, die du für die... Also... Gleich einen ganzen Strauß gekriegt. Sehr gut. Wo war der Bombenanschlag? Ja. May all who suffered from this tragedy find or rest in peace. Okay, Job ist done. Wir gehen nach Haus. Habe ich das vorher nicht gesehen? Naja, naja, naja. Also. Ja, hier würde ich nur noch weiter zurückgehen. Ich glaube, es ist sogar gar nicht so schlecht, mal wieder zurückzugehen. Nichtsdestotrotz... Nee. Erstmal wieder ganz zurück. Also Backtracking ist auf jeden Fall eins der größeren Dinge hier drin. Nicht die beste Entscheidung, wie sie es gelöst haben, allerdings es ist noch nachvollziehbar und es sind nicht die mega langen Wege. Dazwischen hat man sich auch Zeit, nochmal schön zu unterhalten, wenn man will. Man hat doch genügend Zeit, um irgendwas wieder zu analysieren oder zu überdenken. Das hat man auch nicht in jedem Spiel. Warum? Oh nein, er hat Blumen in niedergelegt. Sofort irgendwas nachladen. Lalala. Ja, da bist du doch. Komm, mein Buddy. Just another lost orphan. Good evening, Mr. Delaney. What? Oh, you're that doctor. I found the location of the explosion, Mr. Delaney. I placed a flower for you where it happened, just as you asked. Really? That's so kind. I never thought someone would... Well, thank you, Doctor. It's nothing, really.
And I'm sorry for your loss. What? No, I didn't know them. No car was supposed to park there that day. Stupid bastard, why did he park there? You're the man who hid that bomb. I don't want to talk about it. Leave me alone. Naja, wenn er ein radikaler... I want you to remember the bomb, Dyson. Tell me about it. No, I don't want to remember it. Ja dann. Why use a bomb? What were you trying to destroy? Der war radikal, Anarchist. Was soll er denn sonst machen? Symbol of violence against the people. Dawson. Was für eine Firma. The victims. Wobei Heckler und Koch ist jetzt auch nicht unbedingt ein besserer Name, aber er ist geläufiger, er ist gewohnt. I used a short fuse. No car had ever parked there. They all died. I sense your guilt, Dyson. Why is that? Did you not think violence was an acceptable political tool? I still believe our fight was just. By killing an innocent couple who were just at the wrong place at the wrong time. No way. That bomb also killed you that day, don't you see? You just die a slower death, drink by drink. I know. Maybe I deserve judgment. Until that day, I'll just be Dyson the drunk, not Dyson the murderer. Ja, mag auch sein. So, Blutarmut, das hab ich. Kopfschmerzen müsste ich auch haben. Goodbye, Mr. Delaney. Times like these, a good drink's just as likely to cause a problem as to solve one. Was hat der jetzt noch für Nebenquests? Warte, diese Steuerung. Mutig aus, um dich zu entwickeln. Ja, gut. Finde die Halskette. Ja, klar. Wo hat er die verloren? Müsste dann mehr oder weniger dafür nochmal hören, wo er die verloren hat. Wenn er es überhaupt beschreibt. Ja, wer ist da hinten? Bist du das? Ja, bist du. Perfekt. Du bist der Mann, den ich gesucht habe. Good evening, Mr. Fishman. Yeah. Ja, hups. What's your occupation? I take care of my mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Ja, aber wo hat er die verloren? Das ist halt keine adäquate Aussage darüber. Goodbye, Mr. Fishburne. Got folk gossiping and scared. It's people they should fear. Hat der vielleicht eine Info, die ich ihm geben kann dafür? Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home? You're sleeping rough. No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. You
You should be careful, Rufus. There are things that lurk in the shadows of this city. Things that prey on the Leute wie lowly ich. and the Wobei, desperate. ich habe ja nicht Bock, jetzt die Leute auszusaugen. Ich will fair und sauber spielen. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. Hm? I guess she's a good Ah, sister. so hängen die halt auch zusammen. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Ja. Hello, Before. Und natürlich hat er das nicht unbedingt gern. So long, Rufus. Be careful. Take care. Kann man da den anderen jetzt davon noch mit ansprechen? Ja. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? No. Why? What do you want? Die hat aber eine sehr junge Stimme für eine I'm ältere Dame. investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. Ja, I'll dann. leave you then. Good night. Hm. Wo ist jetzt? Da ist unser anderer Dude. Hopp. Good evening, Mr. Der macht ja auch nur Quatsch. Goodbye, Mr. Fishburne. Ja, dann geht's erstmal zurück in die andere, in den anderen Stadtteil. Hier irgendwo in der Gegend muss diese Kette sein. Aha. Kann man die anderen eigentlich danach fragen? Komm, Mädel. Kette. You still working at this hour? That's what I call dedication. Goodbye, Miss Cavendish. Ja. Mal hier hoch. Ich habe auch nicht genügend Dinge, um da alles zu machen oder aufwerten zu können. Wenn ich das zerlege, mache ich halt nur den Crap. Das würde definitiv gehen. Ja, Teil eines gewöhnlichen Abzugs, na klar. Nachladezeit, aha. Ich glaube, wenn ich die schon so selten verwende, sollte sie auch entsprechend dann Bums haben. Außerdem ist immer mehr Damage immer besser. Denkst du? Nee, oder? Okay, perfekter Moment, um mal zu sagen, ich hole mir mal was Frisches zum Trinken. Vielleicht kriegt sich das Spiel bis dahin nochmal, wenn nicht, dann nicht. Erstmal eine kleine Pause.
Verdammtes Kabel. So. Ja, scheint ja doch geklappt zu haben. Das Spiel hat sich wieder gefangen. Warum auch immer das davor jetzt so gespaßtet hat. Den hier kann ich ja nicht nochmal aufwerten. Oder? Doch? Nö, kann ich nicht. Ich krieg nur 2. Das ist so schade. Okay. Du weißt auch nicht, womit du dealst. Apropos dealen. Hast du eine Halskette? Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Das klingt so falsch. Solange wie du Geld hast, zeige ich dir auch alles. So auf die Art. Jetzt ist es so schlecht. Wenn das einmal eine Frau macht. Ich kann das wenigstens noch halbwegs beziehungsweise vertreten. Aber sollte die das ernst meinen und mich dabei auch noch anmachen wollen, dann darf sich die Olle auch mal einen Weg suchen, sich zu vergnügen, um mich nie wiederzusehen. Oder, aha. Hä? Okay. Sehr gesund, wenn die Leute hier auch gleich so hart sind. Ja, gut. Das ist ja gut. Schon wieder offline. Ich hasse das neue AOBS-Update einfach. Das ist so übel. Und es ist ja auch mittlerweile schon gar nicht mehr so neu. Ich wollte auf der Karte gucken. Das ist alles hier entlang. Das ist Pubs und. Ja, dann will ich doch auch einmal hier unten irgendwie was finden. Hopp. It's locked. Ah, blutiger von Seymour. Mein. Aha. From Seymour to my beloved mother. Warum konnte ich das damals nicht aufheben, als ich da unten war? Stella. Fishburne, that sneaky bastard. Hey Snake, check that, go sneaky. Ja, ich habe jetzt schon kräftig EP gemacht, finde ich. So. Dann hier. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. I have retrieved the gift for your mother, sir. Great. Give it here then and take this for your trouble. I also found the corpses. The ones under which you left the necklace, Mr. Fishburne. Ah, so that's where I left it. I can be a bit stupid sometimes. Eigentlich nett, dass er für seine Mutter getötet hat. As a man of science, I'd like to try to understand why you killed those people. Why does there need to be a reason? They were just there. It happened. That's all. You're not a mindless animal. Das ist alles. Ja, Surely you war have something to hier. say about these murders.
Hat getragen, wollte ich haben, habe ich erstochen. Fertig. So einfach. Maybe it'll do some good to confide in a gentleman like you. You being educated and all. Tell me about your victims, Seymour. Who were they? Why them? Was there I a don't know. Why should there be? They just kept getting on my nerves at the worst times, that's all. How many? How many victims? It's not like I keep records. It happens when it happens. You feel nothing. Es do you? klingt ein bisschen öfter. Ja, verdammt, ich habe You vergessen. seem pretty calm yourself, don't you? We're not talking about me. That right? Well, our calm's the only thing we have in common then. Did you take pleasure in killing them, Seymour? All those people, all those lives extinguished. I take no pleasure from it. Just gives me peace. Stills the anger. For a time. This rage you feel, have you ever been able to control it? Resist it? I tried. For my mum, I tried for her. Telling the truth made me feel better. For a while. Also muss man gucken, dass die um jeden Preis irgendwie da bleibt. Don't you think you should seek help? Talk to someone you trust, someone who cares about you. No. And don't dare speak about me to your colleagues either. Keep your mouth shut tight. Especially about my mum. Why is your mother protecting you, Seymour? I'm a Ja, son. genau. Warum beschützen Eltern She's the only ihre one who Kinder? knows me. Alter, was ist denn das für eine Sometimes I dumme feel I know Frage? better than I know myself. I understand you love her, but can't you see the awful situation you've put her in? Do you think my mum would have a better life if I were dead? She seems so sad to know me sometimes. Aber sie wäre sicherlich... I understand your mother's situation. Obtaining justice at the price of betraying her own flesh. It's quite a dilemma. It might be my mum's wish that I end up swinging from a hangman's noose. But she wouldn't want to be the one who ties a knot round my neck. Ach nein, sag bloß, get what, fuck you. Captain Obvious schlägt zu. Da war jetzt nicht, ja. Ja, klar, es ist das eigene Kind. Was muss ein Kind alles verbrechen, damit Eltern es verstoßen, außer die haben irgendeine gestörte Beziehung zueinander. So. Jo, hier habe ich schon mal alle Nebenquests erledigt. Das habe ich noch nicht geschafft, weil... Vergiss es. Ja, dann folgen wir dem da mal als nächstes. Der hat Blutarmut, das kann ich noch verhindern. Und hier kann ich sagen, Behandlung gegen Kopfschmerzen. Das sollte ich auch noch hinbekommen. Nichtsdestotrotz versuchen wir nochmal mit der Mutter zu sprechen. Good evening, madam. It's Dr. Reed again. May I come in? You best come back in the morning, Doctor. I'll Okay. leave you then. Good night. Mit dem nächsten Morgen bin ich bestimmt auch Stufenanstieg 10 dann wahrscheinlich bei diesem Überredungsding da besser dran. Dann gehen wir mal hier lang. Got no idea who she's dealing with.
Lalala. Mach sie platt, ey. Ne, dann. Und ich darf hier jetzt nichts sammeln, oder was? Achso, jetzt dachte ich, das wäre der 16er von gerade eben. Ja, ja. Schade. Der hat er mich noch gut gekriegt. Hey, was es hier für strange Sachen zu finden gibt. Rette den alten Mann, indem du des Skulls besiegst. This Der is Braille. alte Sack und die I Manieren. need someone who can read this. Ja, das sieht mir aus wie ursprüngliche QR-Codes. Oh Gott. Mhm. Also ist es schon möglich, sich gegen die 19er zu wehren. So. Bitte einmal hier und... Saug, Saug, Alter. Mhm. Ja, oder was bist du? Are you all right, sir? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your Rumschreien. business. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. Pah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy. I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. But as I said, your Vielleicht habe ich ja auch dessen Kind geraubt. life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. Nichtsdestotrotz, ich kann doch hier bei den Nebenquests noch sagen, dass hier mein Mister... Genau. Finde jemanden, der die blinde Schrift lesen kann.
Kann ich hier rauszoomen? Ja, kann ich. Da oben? So, dann kann ich erstmal was anderes wieder markieren. Lalala, komm. Ähm. Und das ist hier in den Docks fast. Nichtsdestotrotz. Ich brauche erstmal was zum Leben. Gibt's hier keine Ratte oder so? Das ist so traurig. Jetzt braucht man irgendeine fucking Ratte, damit man sich heilen kann. Und es gibt keine. Egal, gut. Teil eines gewöhnlichen Griffs. Es waren aber nicht die, die ich gebraucht habe, um die Nahkampfwaffe aufzuwerten, oder? Ja, gut. Vergiss es einfach. 2000 EP könnte man dem rauben, aber... lohnt sich nicht. Silberne Spiegel, lila... Da. Never so viele Schillinge, oder die sind so wenig wert. Also, ein Schilling muss verdammt viele Münzen sein oder sowas. Müsste man sich echt jedes Mal neu verarscht vorkommen. Ja, was gibt's hier Gutes? Aluminium. Naja. Und ein verhältnismäßig sauberes Bett in dieser Gegend. Parfüm. Oho. Der hat also noch ein bisschen Klasse gehabt. Kann ich nicht dringend eine Ratte finden zum Aussaugen? Wenn ich jetzt noch einen 16er bekämpfen muss. Dann müsste ich wahrscheinlich auf den Fernkampf gehen. Sonst käme ich da jetzt auch nicht mehr unbedingt weiter. Da finde ich halt Munition en masse, aber es bringt dir halt nichts. Ich muss zugeben, ich habe gerade ein bisschen Schiss, irgendwie in die falsche Gegend reinzurennen. Ich will nicht, dass mein Progress verschwindet. Ja. Da haben wir ja schon wieder einen von den Higher-Level-Viechern. Waren das nicht mal 2? Ja.
Wo kam der Rest her? Vergiss es. Mhm. Mhm. Hopp. Verdammte Axt. Ich hab's gewusst. Wo lädt er jetzt zuletzt? Ich hoffe, dass er bei dem Typen irgendwie inzwischen gespeichert hat. War jetzt echt nicht gut. Dass er irgendwie so einen Schattendoppelgänger hatte. Okay, ja, gucken wir mal nach, was in dem Menü jetzt noch alles offen ist. Die sind noch krank. Die sind geheilt worden. Okay, da bin ich gerade drüber. Ist erledigt. Ach. Dann ist es ja verhältnismäßig ein Zwischenpunkt gewesen. So, hopp. Okay. Vergiss es. Dudes. Also wenn ihr euch da mit anlegen wollt, dann bitteschön. Lalala.
Okay, mit Stufe 16 ist der echt hart. Der Mr. Griffin. Aber gut. Wissen wir jetzt mal Bescheid. Gehen wir mal zurück. Aber warum die jetzt respawned sind? Last warning, sir! Get a weapon! That leads to boss! Lalala, nehme ich gerne mit. 2 Kugeln. Super Sache. Ich wollte erstmal nachladen, aber schön, dass er das automatisch tut. Fuck you. Das war so gar nicht gewollt. Naja. Wie dem auch sei. Ah. Ja, hier müsste jetzt eindeutig zu dem Krankenhaus wieder gehen. Genau, Pembroke Hospital. Ja, du. Alles gut. Hey, Doc. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. I'll leave you for now. Da hat er nicht ganz unrecht. Ja. I cannot enter. Can't you be satisfied with that? We have no reason to be here. I have not survived being buried in a mass grave for these trivialities. Wie komme ich hier rein? Ich meine, klar, es hat einen Schlüssel, aber... Kann ich die damit eavesdroppen? It's locked. Untersuche die Daten des Bürgers. Ja, und das mache ich wie? So, Gameplay. Wie kann man dann hier nochmal lauschen? Wir müssen lauschen. Hauptwaffe, da laufen Sinne. Sinne ist ja eigentlich in Ordnung. Vampirsinne L1.
Oh Gott. Also bestimmte Positionen finden, okay. Sometimes you act like a real jerk, you know that? Come on, Ozzy, don't be like that. What, like what? Like someone who felt betrayed by the man he loves? Did you ever even try to find me? Rescue me? Nein. You know, it's not like that. I wanted to. I was so afraid to leave the hospital, not to be seen with you. We survived this shit together. That's all that matters. I know you did your best. Mhm. Das sieht sehr komisch aus. Ich glaube, Küssen wurde in Spielen schon besser dargestellt. Fuck 'em all. Okay. Mhm. Ja. As they want. Dankeschön. Wer ist jetzt der Kranke von euch? Da, du. Sicker Bastard, du. Warum? Warum jetzt schon wieder laden? Ah. Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Ja, dann. Behandlung gegen Kopfschmerzen. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. So ein Crap. Darf ich hier wenigstens rein? It's locked, all right. Natürlich ist es locked. Vermaledeite Kuh hier. Komm, einmal hier hoch. Dankeschön. Dann wollen wir mal was gegen Kopfschmerzen finden. Was bin denn ich für ein Arzt? Ich kenne nicht mal was gegen Kopfschmerzen. Vor allem Kopfschmerzen sind doch verhältnismäßig ein einfaches Problem. Das ist doch lächerlich. Doktor? Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Ja. Goodbye, Dr. Strickland. Ich google das mal kurz. Rezepte lernen in Vampyr. Nicht, dass ich noch ewig suche. Hm. We may lack the resources, but we have some of the most brilliant minds in London and Pembroke. Okay.
Hier oben soll die irgendwo sein. Na dann. Versuchen wir dem mal nachzugehen. Schön, dass auch die Ressourcen ein bisschen nachwachsen. Damit hat man auch eine langfristige Chance, sich ein bisschen besser behaupten zu können. Laut der Karte bin ich in dem falschen Ding unterwegs. Ich muss jetzt erstmal darüber gehen. 180 Grad Wendung. Okay. Oh Gott. Schon wieder Blutkraft wasted. Bedenklich. (14) 16, 14. Da hinten soll der Scheiß liegen. Weißt du was? Da darf ich erstmal eine Nacht drüber schlafen. Da will ich entsprechend gekräftigt sein. Verfluchte Scheiß! Nimm dir die zweite Ratte bitte auch noch. I can't believe I'm doing this. Ich schon. Ich würde es auch immer wieder tun. It's locked, all right. I cannot enter. Na dann, erstmal hier nachladen. Da wäre es an sich sinnvoll, die Leute länger warten zu lassen. Hier hätte ich sogar gerne eine nächste Heilung. Das Problem ist, wenn ich das mache... 600, 600, ja gut. Der feste Biss ist an sich in Ordnung. Ultimate dürfte ich jetzt lernen. Ja, so ein bisschen mehr aushalten ist sinnvoll. Bin ich ja schon mal Stufe 10. Also ne, nicht. Ab wann bin ich Stufe 10? Das würde 400 kosten. $1300. Der Schutzschild. Auch 1300.
Das wäre es aber fast wert. Fuck off, ich nehme erstmal hier überall eins mit rein. Was schatten wir eigentlich für eine komische Währung? Große Toast, 120% plus. Ne, dann machen wir mal noch mal eins der Dinger plus. Wie wär's mit 2000? Das hätte ich jetzt nicht mal insgesamt gehabt. Ja, hier die 1300 sind jetzt auch durch. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Nee, ist auch. Lest die Kontrolle. Entfesselt kurz bei das Bisendier. Springst. Aha. Ah. Weiß echt nicht, welches es nehmen soll. Schaden, Reichweite, Abklingzeit. Jeweils 1,5 Minuten. Pro. Hm. Das wäre eigentlich eine andere Form von dem da. Pixelt. Das klingt eigentlich sogar ein bisschen besser. Und ich kann es halt nicht machen. Bestätigen wir das erstmal. Das Neuralgie. Ja, um einiges besser. Aha. Warum hat es Einfluss darauf, wenn es den Leuten besser geht? Drei Griffe bräuchte ich und hier brauche ich noch 3. Was hat eigentlich der Typ für mich? Er hat doch auch gesagt, wenn ich irgendwas brauche, dann soll ich mal zu ihm kommen. Ja, du. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Ja. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Kann ich zwischen den Safe Houses eigentlich hin und her porten?
Nö, kann man dann offensichtlich nicht. Werden die Gegner dann auch angepasst? Ich glaube nicht, oder? Over there! There's one of them vermin! It's one of them! He's done for! But still alive! Nom 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 nom. Da muss ich halt echt eine Menge killen, um da weiterzukommen. Aber ist auch nicht unbedingt das Mega-Problem mit. This is not the place for you, sir. Stop right now! It's a leech! Dass sie für eines der Dinger nichts gemacht haben. Schade eigentlich. Okay. Everything is fine. Und was haben die hier für einen Schatten? Naja, gut. Ich glaube nicht, wenn ich den hier rauslocken würde, dass der dann entsprechend mit dem anderen... Autsch. Nö, aber der gibt nichts her. Doch, gibt er. Zumindest das gibt er her. Muss es ja echt übel drauf sein, um hier die... zwei, drei Dinger da zu bekommen. Ja, natürlich darf das jetzt ein bisschen laden. Hat jetzt ihre Preise eigentlich teurer gemacht? More or less. Don't forget to keep... Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Can I see what you have to Das say? letzte Mal waren As es long as you 30 have pro money, Stück. I'll show you all I have. Sie hat die Preise steigen lassen, weil es den Leuten besser geht. Ich hätte den Scheiß billig oder billiger mitnehmen können. Die hat die Preise um fast 10% angehoben. Ja, dann lassen wir mal hochkupfen. So eine dämliche Kuh. Lalala.
10% nochmal erhöhen oder diesmal Blutschaden drauf. Ja, komm. Finde ich sogar ein bisschen besser. Und was damit? Feuerrate 20% ist an sich in Ordnung. Gott, das könnte kritisch werden. Schneller zielen. Das weiß ich echt nicht, was ich nehmen soll. Ich kann es mir aber eigentlich richtig gut leisten. Die Schockpunkte an sich sind jetzt wahrscheinlich gar nicht schlecht. Nehmen wir die mal. Also von Ding macht das Ding auf jeden Fall mittlerweile gut Schaden. Gucken wir mal, ob ich diesmal weiterkomme bei dem Typen. Ich bezweifle es ja fast. Ich bezweifle es ja fast. Dämliche Kuh. Wo kommt das Babygeschrei her? Hm? Hm? Opium is one of the main ingredients. Oh, das kann ich dir nur erzählen. Of Strickland's medication. Never a good move. Ist halt schon geil, was hier mit dem Viech ist. Und es gibt halt nicht mal irgendwie was her. Naja, gut, schwamm drüber. 2 Magazine da reingeballert. Manche wurden annulliert, manche nicht. Gut, man wächst an sich mit der Erfahrung. Finde ich trotzdem unbefriedigend.
So. Dun, dun. Eigentlich müsste hier noch mal irgendwo einer auftauchen. Aber das sollte wesentlich schwächer sein, genau. Dun, dun, dun. Was kann ich eigentlich mit den wässrigen Proben noch mal machen? Da war ja auch irgendwas. Ach so, Blutsera kann ich damit herstellen. Ja gut, wenn es sonst nichts ist. Hm. Taro Strickland. Nee, das ist die Patientin. Das war eine der Schwestern. Und wo ist Strickland? Your agenda, sir. How long's it going to take to fix me properly? A month? Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Ja. I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a... Interessant. poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. Na dann, wenn es mehr nicht ist. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Natürlich Speak to me spreche ich now, das so I know vor I may dem sound Patienten. presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. Don't you think we have enough work already? Perhaps now is not the best time to be chasing shadows. Chasing shadows, really? It's funny those words coming from the only doctor here who has spent more time outside this hospital than in. Stimmt leider. Das stimmt. Goodbye, Dr. Strickland. I can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Okay, besorge Inhalt. Aha. Sind die jetzt über mir oder was?
Sollte ich das etwa herstellen oder was? Besorge die Inhalte und eine Einheit Natriumhypochlorid, Kaliumpergament, örtliche, so. Aber wo soll ich den Scheiß denn bitte finden? Natriumhypochlorid. Kann ich das nicht hier irgendwie selbst craften oder so? Ah, da. The Okay. flower's dying. Strickland's project could be dangerous. I have a mind to report him to Dr. Aykroyd. Wie kann ich jetzt die The Pflanze flower's hier dying. It gießen? needs water. You don't say so, fucking Sherlock. Muss The ich... flower's dying. It needs water. Ja, und wie kann ich die gießen? Hier, das ist ein Waschbecken. Da Eimer. Nutze es. Dr. Strickland. Da. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? I have managed to improve the mixture by diluting it. Have you ever heard of Sir Joseph Francis Olive? Or the placebo effect? No, I don't think so. Why? A placebo is a substance or procedure that has no actual physical effect. You made a placebo of my project. Why? Research has established that a placebo, as long as the subject believes in the effect, can provoke a positive physiological reaction. Really? That's fascinating. And you want me to, what, administer the placebo and see what occurs? Something like that, yes. Well, I'm a bit surprised, but I trust you, Dr. Reed. Please take the key to my cabinet and put this placebo there for future use. Hm? Okay, dann gehen wir mal hoch. Lalalala. Bringe den Büro des Doktors. Doktor. Muss ich die so weit tragen? Naja. Ja, als wäre ich gleich nebenan gegangen. It's locked, all right. At least Strickland can't kill anyone with this formula. It's locked. It's locked, all right. Mhm. Ja. Dass dem was anderes fehlt, ist ja auch klar. Mit Spulen. Gott. It's locked. Oh, Geld. Natürlich nehme ich Geld. 5 Schillinge. Oh Gott. Ich kann es nicht oft genug sagen, ich fühle mich immer wieder massivst betrogen und hintergangen, wenn Spiele das tun. Ja, hier, ein ganzer Tisch voll Münzen. Du hast nichts. Ja,
bisschen Kodein, das kann man mal machen. Habe ich jetzt noch eine der Nebenquests hier offen? Ja, die hier, aber ernsthaft, die kriege ich nicht. Die bekomme ich nicht gebacken. Dazu müsste ich hier hochkommen und das kann ich nicht. Ich könnte mal versuchen, hier nochmal irgendwie rumzugehen, ob es da irgendwas gibt, was einen hochspringen lassen würde. Was ich aber nicht vermute. Ich müsste da tatsächlich irgendwie mal die Treppe benutzen dürfen. Und das kann ich nicht. Jupp. Hier müsste es... Hm. Forget about this. This is... Junk. Ja, hier finde ich auch gar keine mehr. Einerseits gut, andererseits, naja, schade. Das wäre nämlich easy EP gewesen. Aber gut. Ich versuche mal trotzdem nochmal die Treppe hochzugehen. But there will be fast ein Ergebnis. Das Krankenhaus schmeißt mich gerade mit Kodein zu, ne? Statt, dass man das hier für die Schmerzpatienten und so aufhebt. Ja, ein bisschen Nazel. Eisentat hart. Ja, gut. Was man halt so braucht. Finde heraus, wer Filme ausspioniert. Ja gut. Da werde ich jetzt nicht unbedingt mehr schlau. Ich muss doch hier nochmal weiter hoch. Ich bekomme es aber nicht. Egal was ich mache, ich komme dem halt nicht wirklich nahe. It's locked. Nun gut, Dude. Karte. Das ist ja das da. Ich muss oder will ja hier lang. Nein, ich will so nicht definitiv da lang. Ich will nicht schon wieder useless meinen Scheiß ausgeben. Bedenklich. Backwall. Vorbo. Ja, gut. Nom 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 nom. Filthy piece of shit! Leech boy! Watch out! Nom 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 nom.
Sind zwar nicht gerade die leichtesten Gegner, aber ist es wenigstens noch gut machbar. Ich will noch dieses gegoogelte Rezept haben. Ja, komm. Hier kann ich halt auch nicht einfach reingehen. Die Frage ist halt, wohin portet man dann hier eigentlich von Stück zu Stück? Ja, voll nach Whitechapel. Whitechapel, ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Oh. Das sind schon 2 deiner Kollegen gestorben. Glaubst du nicht, dass du vielleicht an der Unterzahl bist? Oh, vielleicht gibt es hier noch was Nettes zu finden. Step away. Nam, 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 nam. Also, ja. Ja, der hat wenigstens guten Stuff gehabt für mich. Ach, da hätte man hinspringen können dürfen. Interessant. Man darf zwar aus der Entfernung da hoch, aber nicht runter. Man muss direkt runterfallen. Lalala. Okay. Das war dann Todesstoß. Er ist ein Menschen. Hier geht's garantiert runter zu irgendeinem anderen fucking Ding. It's locked, all right. Also da werden jetzt wieder Ladezeiten des Todes. Sage ich jetzt schon. So, laut dem Ding. Irgendwo hier hinten auf der Karte war das. Jo, tatsächlich. Zieht das Gebiet jetzt erst noch an oder muss hier einmal rechts durch den gesamten fucking Friedhof?
der halt hier nicht mehr braucht, nehme ich gerne mit. Yes, why not? Hier. Gott. Unterschlupf, neuer Unterschlupf. Ja, sehr schön. It's locked. Das hilft halt hinten und vorne nichts. Moment mal, hier war ich ja schon mal. Aha. Was mit dem Blinklicht, das ist schon nervig. Zwar nicht vielleicht das Beste gewesen, aber immerhin etwas. Einmal hier nach rechts durch noch. Es riecht halt total nach Bosskampf-Arena irgendwie, dieser Platz. Vielleicht gibt es irgendeinen Level 25 oder 5000 Mensch oder sowas. Kuriose Formel. So, ich bin hier. Auf der Karte ist es ziemlich genau mittig vom Kreis abgebildet irgendwie. Nach dem Kampf. Öffne den Schrank mit dem Blaupau. Bin ich aber in Whitechapel. Okay, kann ich damit jetzt eigentlich hier... Okay. Dann habe ich hiermit sogar aus, dass dem einen der Gegner erstmal übergangen, übersprungen. Ich weiß es nicht genau.
finde das jetzt aber in erster Linie auch gar nicht so schlimm. Hauptsache, der Typ ist auch mal geheilt. Hm. Ist halt immer cool, in solchen Spielen über den Friedhof laufen zu müssen. Das habe ich ja jetzt glücklicherweise doch recht erfolgreich hinter mir gelassen. I have this thirst for blood. Ja, gut. Hat ein Mensch. This is Disgusting. Do not open, dead inside. Hopp. Dann geh mal hier drüber zu dem Punkt, wo ich vielleicht hätte hingesollt geduckt. Scheint hier nichts Sinnvolles zu geben. Das hier ist nur irgendeine fucking Kammer. So, revidiere nochmal. Im Moment komme ich hier immer noch gut voran. Mit nur keinerlei Ahnung, wo lang ich gehe, komme und ähnliches. Das ist doch jetzt irgendwie... It's locked, all right. Also wenn das jetzt kein Safe Room war, dann weiß ich auch nicht weiter. Hier muss es irgendwo mal rüber oder runter und hoch gehen. Da ist das da. Schade, dass ich hier nicht lang darf. Ja gut, und viel mehr wird es hier auch nicht geben. Dann einmal hier nochmal durch die ganzen Dinger durch. Lalala. Dann einmal den Tab wieder schließen. Ich mag es einfach, wenn meine Leute geheilt sind. Und Dogs. Auch wenn du schon lange weg bist. Vielen Dank nochmal für den Tipp. Ja, beweg dich bitte noch seltsamer. Komm, aus dem Müll. Komm. Jo. Good evening. Evening, Dr. Reed. Do you need medical attention? Don't get me wrong, sir. I'm grateful for what you've done, but I've never felt comfortable with doctors. I'm certain you have your reasons. But let me assure you, I'm not like other doctors you may have consulted with. It is true. You risked your life to save me, after all. It would be impolite to refuse your counsel.
Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctors said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. It makes me feel like I'm suffocating. Früher hatte man doch noch gut Platz. Why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then, if you're so interested in my case. When I rescued you, you expressed joy at seeing the sky again. So I'm inclined to believe you were trapped or buried somehow. Maybe during a shelling. Jeez, you're good, Doc. You're really good. Go on, please. Tell me more about it. Newton and I were trapped in a circulation tunnel after an artillery attack. We were buried alive for several days, without ever knowing if we'd be found. Ich hätte mich an dieses Detail gar nicht mehr erinnert. Damit ist er voll. Oswald, tell me about what happened when you were buried in that tunnel with Newton. It was more than dark. It was black as pitch. Hours seemed like days, days like months. The terror, the shameful thoughts. Lord have mercy. What you endured was terrifying. It would have completely destroyed weaker men. It did not destroy Newton. Shameful thoughts. Tell me more. At some point, I don't remember which day, but when I thought we'd never be rescued, that this would be our end, I thought about... Say it, Mr. Thatcher. If you ever want to heal, you have to say it. I thought about what I could do to survive, just for a few more days. I thought about killing Newton. Killing and eating him. The man I fucking love. Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. Why should you be ashamed? I'm not, I said. But Newton sees it differently. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. Ja, da. Ja gut, das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Wie wär's, wenn ich dich mesmerisiere?
Sperr mir mein Zeug auf. Ich will looten. Ich habe dir viel geholfen. Ich habe dir zugehört. Ich habe dir kostenlos Medizin verabreicht. Mach, dass es sich für mich irgendwie lohnt. Nicht da vorbeigehen. Ich wollte eigentlich hier reingehen, aber ist auch... Ja gut, dann eben in ein dunkles, stilles Örtchen. Nein, das kann ich nicht tun. Das ist schon cool, diese Melodie, die dann dabei kommt. Wo ist jetzt eigentlich der andere Typ? Das muss ich so irgendwie noch, ja? Ja, das habe ich jetzt so entdeckt. So, hier ist der Doktor. Play Cox. Also, das ist nur das Ding. Bei dir im Schrank ist was. Nehme ich gerne mit. Mein Name ist Ranjit. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Wie? Good evening, Doctor. How is my son doing? Besser als sie. I've read your son's medical report, Beatrice. It's not the flu or anything life-threatening. What has you so worried? He was at death's door when he was brought here. I just want him to be better as soon as possible. He's not out of the woods yet, you know. He might need to stay here longer than expected. Take care of him then, Dr. Reed. People here only seem to focus on contagious patients. I worry my poor Mortimer will be neglected. Das ist auch zum Teil korrekt so. Goodbye, Mrs. Goswick. Ja, du. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Your medical report says you're not affected by the Spanish flu. What do you think of that, Mortimer? Does it make me happy? Not in the slightest. If it was up to me, I would have left this place long ago. I know I don't belong here. And why do you think you don't belong here? I know the staff have more important things to do than look after me. There's plenty of patients here who need their attention. Auch wahr? Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Ja, gut. I have to go now, sir.
But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Wie hätte ich die ausspionieren können sollen? Ich meine, die haben sich ja gerade so geradezu aufgedrängt, irgendwas zu machen. It's safer here than anywhere else in the East End. Ich glaube, ich nehme das Level Up noch mit und dann war es das tatsächlich auch für heute. Jemand hat mir die Decke gestohlen. Wird mir den Tod holen. Ja. Mhm. Aha. Ehemaliger Arzt. Ja, so zu unterschreiben ist bestimmt auch richtig cool. Dann gib du mir Schlüssel für oben. Do you need something, Jonathan? Of course. I have just a few questions. Then ask away. I'm at your service, Doctor. You mentioned something about a secret society. A brotherhood, if I recall. Could you elaborate? Certainly. I've been a member of the Brotherhood of St. Paul's Stole for several years. We are pledged to monitor and report vampire activity in England as impartial scientific observers. That explains your nightly wanderings about the docks and the questions you ask. I feel it wasn't mere coincidence that led us to that part of town. There was something as yet unseen that set those chain of events in motion. Yet you don't fear me. And still, you know the monster that lurks beneath the civilized surface. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are as supernatural as a lion is to a gazelle. Das ist ein bisschen dumm. Since I'm the one working for you, what should I know about Pembroke Hospital? Well, for many years, we have been the only medical facility in this part of town that people can rely on. We support the community here, as well as provide health care. Where do we stand today? But to be honest, we cope on a day-to-day basis. The first wave of the Spanish flu last summer took us by surprise. We lack many of the basic necessities needed. What do you expect of me? What we need is hope. You were a soldier. This is a war. This white coat's still a uniform. We fight to help the poor, the sick of the East End, the forgotten. Since you seem quite the expert on vampires, what could you tell me about my condition and how it came about? As men of science, our first step is always to start with what we know. Forget the myths, the hackneyed scrawlings, and the penny dreadfuls. They do not scratch the surface of the truth you now find yourself in.
The sun. The morning following my transformation. Its rays burned me. There was pain, smoke, and my skin blackened. You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. You have been offered relative immortality. The sun will most certainly hurt you, leaving you weakened and damaged, but it will not destroy you. Das war auch in dem einen Bericht. Take a life to live. You are a vampire. You feed, and blood is the sole sustenance that can sustain your immortal frame. And only a living creature contains the nourishment you require. Warum gibt's Ratten? The man we pursued and slew in the canning factory, William Bishop, I believe, was he a vampire? He was a Skald, technically speaking. The debate rages as to their classification. Some think them a subspecies of vampire, others something else. How do Skalds come into existence? The name means slave. The etymology may indicate that they are a lesser species of vampire. From what I know, vampires tend to despise them. Just for clarity, what differences are there between myself and a Skald? A Skald is easier to eliminate, Jonathan, even if they remain formidable foes for the unprepared. Vampires... Now, vampires exist beyond the mortal realm. Nichts habe ich bisher über den rausgekriegt. Nichts, ey. Nun gut. I have met Lady Ashbury. She's a fascinating woman, wouldn't you agree? She told me you've been doing all in your power to cure her addiction for blood. Though unsuccessful, it's admirable. Lady Ashbury is a cherished friend of mine. I would not betray her secrets without her consent. Come to the rescue of a damsel in distress. I ask nothing more. Eine Jungfrau. The matter of Lady Ashbury's blackmailer. Oh, I know too much about this matter already. I'm confident in trusting the interests and reputation of both the hospital and Our Lady into your able hands. So kann man Verantwortung auch abschieben. Ich vertraue ihnen mein ganzes Leben an. Ich will nichts mehr davon hören. Schweig. Geh weg. Pfeife. Hier kann ich nichts machen. Hier kann ich... It needs water. It needs water. Ja komm, da kann ich auch noch zwei auf Reserve herstellen. Der Scheiß ist so abartig fucking teuer. Das geht halbwegs. Ergotamin gegen Migräne. Gegen Bronchitis. Fällt mir Kalium, Pergamanat. Naja. Gut, dann gibt es erstmal eine kleine Pause. Gucke ich dann nochmal, ob ich hier spionieren darf. Und ich weiß nicht. Das ist trotzdem erstmal meins. So. Sieben Kugeln. Wieso, weshalb, warum? Was ist denn da jetzt schon wieder ausgebrochen? Oh Gott. Er ist erschöpft, 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 erschöpft.
Erschöpft. Mhm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Warum gleich 7 Stück auf einmal? Was ist da unten passiert, Mann? Ein bisschen strange. Good evening, Dr. Reed. Das kann ich jetzt Such a gerade nicht pleasure to so... see you again. So, was hat Please er show denn me what überhaupt? you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Mhm. Ja, genau, das sind ein paar Dinge dabei, die ich brauche, um... Ja, egal. Hier. Doktor? Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot. Besinnlich. Very hard, sir. But I rose to the challenge. You can't impersonate a doctor. You can't improvise a medical education. People could die at your hands. You're absolutely right, sir. But as a field surgeon, it was more like being a butcher. Do you believe you have really helped these people? My ratings were within the averages of the regiment. I saved lives, Dr. Reed. Does that not say enough about triage and war surgery? Jo. Do you realize how many soldiers died because of that decision? You should have refused. Yes, sir. I swear I did, sir. But no one listened. When the first wounded arrived, I had to do what I could. It is an unbelievable story, Mr. Chidana. It was a time beyond belief, Dr. Reed. But I'm happy not to deal with the wounded. I prefer caring for the dead now. Krieg ist scheiße. Goodbye, Mr. Chidana. Nein. Ich hab vergessen. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Do you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company. Even if the quiet can be appreciated. Warum ist der eigentlich erschöpft? Mr. Chidana. None of us are immune to this disease. And that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. Goodbye, Mr. Chidana. You always knew the words to calm the children, Helen. As for me, what a blundering idiot. Okay, ich bin froh, dass das nicht geklappt hat. Wer weiß, was passiert wäre. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Nee. Aber erstmal hierfür. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy. Good evening, Doctor.
How is my son doing? Besser als sie. Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No. I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Goodbye, Mrs. Goswick. Also schön, dass er mich grüßt. Habe ich schon mal 3. Ja, kann ich mir mehr zählen. Ich habe schon 2 verteilt. I cannot enter. Muss ich hier draußen oben sein oder was? Okay, ich versuche da schnell hinzukommen. Vielleicht muss ich ja hier draußen auf dem Ding hoch. Kann ich hier nicht hoch? Nicht, dass es mir gerade irgendwas bringen würde. Wie geht das? So. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Ja, wie du hier Do you siehst. need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in Und auch wenn du Geld abknöpfst, du bist Mitarbeiter, also wirst du gut versorgt. Thanks anyway. Goodbye, Milton. Ich komme da halt einfach nicht hoch. Good Schade. evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Do you require medical assistance, nurse? I will be fine. As soon as I can get some sleep. Nurse, Yeah. you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Was hat die da für einen Orden dran? Mehr oder weniger. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Mhm. Nein, Good nein. evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Soldier, do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Goodbye for now, Mr. Elwood. Es ist halt echt. Wie kann ich hier dem... Er ist schon längst wieder weg. Wie hätte man da hingekommen sollen? Ist es das wirklich, das da hier unten? Da will ich jetzt raufgehen.
Dann hätte ich hier eavesdroppen dürfen. Oh Gott. Wie? Wie soll man das denn in ein paar Sekunden hinbekommen? Muss man da nicht irgendwie ein vernünftiges Zeitfenster für bekommen? Ja, Arschkrampen, ey. So, apropos Arschkrampen. Welchen Überredungskunstlevel habe ich links da hier schon? Sprechen wir erstmal mit dir. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, Ein vibrant blood. Blatt. Ich bin immer noch auf 1. Ja, gut. Vergiss es. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Doktor, I'm quite busy right now, Dr. Reed. ich weiß. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Ja, Then okay, you're lucky trotzdem. that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Thank you. Alter, so ein Arsch. We'll talk later. Wir sehen sie nicht oft praktizieren. Danke, dass sie das zumindest gemacht haben. Da fühlt man sich doch gleich viel besser. So, Gehalt. Jetzt müsste ich noch 2 Flaschen übrig haben. Jo, hab ich. Gut, ich kann im Moment nicht wirklich sagen, wie ich Felmer machen soll, weil ich da irgendwie aufs Dach muss. So viel ist zumindest klar. Die braucht 20, na gut, sie ist ja selbst Vampirin. Dann würde ich jetzt mal als nächstes hier das forcieren, das Ziel. Aber das gibt es erst nächstes Mal. Whitechapel gibt's nächstes Mal. Bleiben Sie draußen. Das geht auch so. Lalala, dann einmal hier. Zurück zum Hauptmenü. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt oder mal kurz reingeschaltet habt, mir einen Tipp gegeben habt. I appreciate that. Macht's gut. Habt noch einen schönen Start in eine neue Woche. Bis bald. Ciao.